Herzlich willkommen zum Tutorial Regeldatei strukturieren. In diesem Tutorial zeige ich Ihnen, wie Sie eine Regeldatei und die darin enthaltenen Regeln mit verschiedenen Funktionen in M-Model strukturieren können. Hierbei müssen Sie wissen, dass sich alle Funktionen zur Strukturierung nicht auf die Regelwelt auswirken, sondern nur der Übersichtlichkeit und des Verständnisses der Regeln dienen. Sie ermöglichen Ihren Kollegen, ihre Modellierung besser nachzuvollziehen und zu warten. Hier sehen Sie meinen Arbeitsbereich. Ich öffne die Regeldatei meines Produkts Sportwagen und wie Sie sehen können, habe ich schon einige Regeln in meiner Regeldatei modelliert. Jetzt möchte ich die zusammengehörigen Regeltypen in einem Register abbilden. Indem ich am unteren Rand des Editorbereichs auf das Plus-Symbol klicke, erzeuge ich ein neues Register. Da ich meine Regeln mit dem Operator impliziert in einem Register sammeln möchte, nenne ich das Register Implikationen. Ich markiere die Regeln, die ich in dem Register sammeln möchte, und kopiere sie. Anschließend wechsle ich in das neu erstellte Register und füge die Regeln ein. Die Regeln im ersten Register lösche ich. Sie können Register umbenennen, indem Sie das Register rechtsklicken und im Kontextmenü den Eintrag Register umbenennen anklicken. Ich erstelle ein weiteres Register für meine Regeln mit dem Operator nicht mit. Ich kopiere die Regeln in das Register, lösche die Regeln im ersten Register und speichere meine Arbeit. Erstelle Register können Sie löschen, indem Sie auf das rote X rechts neben dem Registernamen klicken. Sie müssen jedoch beachten, wenn Sie ein Register löschen, dann werden auch die Regeln in dem Register gelöscht und somit in der Regelwelt nicht mehr angewandt. Seien Sie daher sicher, dass die Regeln in dem Register nicht mehr benötigt werden, bevor Sie das Register löschen. Kopieren Sie bei Bedarf die Regeln zuvor in ein anderes Register. Trotz der verschiedenen Register handelt es sich hierbei um eine Regeldatei. Die Register dienen alleine der Orientierung und der leichteren Aufteilung der Regeln und haben keinen Einfluss auf die Darstellung in M-Sales oder auf die Regelauswertung. Um meine Regeldateien noch übersichtlicher zu gestalten, kann ich zusätzlich farbige Boxen um die Regeln ziehen. Diese finden Sie bei den allgemeinen Operatoren. Ich klicke auf die Box und ziehe sie über die Regel. In der Sicht Eigenschaften kann ich nun die Farbe der Box wählen. Ihnen stehen 4 Farben zur Auswahl. Ich benenne die Boxen nach den Merkmalen, um einen Bezug zur Regel zu haben. Sie können den Namen der Box frei wählen. Um die Box umzubenennen, rechtsklicke ich auf die Box und wähle Wert ändern. Die Größe bestimme ich, indem ich die Box anklicke und auf die gewünschte Größe ziehe. Um die Box zu löschen, rechtsklicke ich auf die Box und wähle im Kontextmenü Löschen. Wenn Sie eine Box löschen, bleiben die Regeln erhalten. Ein weiteres praktisches Feature ist die automatische Formatierung. Die automatische Formatierung ordnet die Regeln neu an, sodass Sie die Regeln nicht mehr auf dem Regelblatt verschieben müssen. Um die automatische Formatierung durchzuführen, verwenden Sie die Tastenkombination STRG-R. Alternativ können Sie das Symbol für die automatische Formatierung in der Symbolleiste verwenden. Die Regel in der Box wurde jedoch nicht mit formatiert. Um den Inhalt einer Box automatisch zu formatieren, müssen Sie dazu eine Einstellung in M-Model vornehmen. Ich öffne die Einstellungen und unter dem Punkt Automatisches Formatieren kann ich die Einstellungen für die Formatierung anpassen. Hier kann ich einstellen, ob der Inhalt der Box dabei verändert werden darf. Die Einstellung zu der Anzahl der verbindungslosen Elemente pro Zeile betrifft einzelne Elemente auf dem Regelblatt, also zum Beispiel eine Ausprägung, die in den Editorbereich gezogen wurde.
Diese Einstellung legt fest, wie viele einzelne Elemente in einer Reihe angeordnet werden. Die Einstellung zur Formatierung beim automatischen Verbinden legt fest, ob beim Modellieren einer Regel formatiert werden soll oder ob die Formatierung im Anschluss manuell durchgeführt werden muss. Wir empfehlen für eine angenehmere Regelmodellierung, die Einstellung zu aktivieren. Zusätzlich zu den bisher genannten Funktionen können Sie Kommentare in Ihren Regeldateien einfügen. Kommentare füge ich ein, indem ich in der Palette auf den Operator Kommentar und anschließend auf den Editorbereich klicke. Den Text kann ich ändern, indem ich auf den Operator Kommentar rechts klicke und im Kontextmenü Wert ändern anklicke. Im Gegensatz zu den Boxen können Sie die Farbe der Kommentarbox nicht wählen. Sie können jedoch die Größe und Position frei bestimmen. Mit diesen nützlichen Funktionen können Sie Ihre Regeldatei strukturieren, sodass sie übersichtlich und leicht verständlich ist. Damit ermöglichen Sie trotz komplexer Regelwelt einen unkomplizierten Wissensaustausch mit übersichtlichen Regeldateien. Und somit sind wir schon am Ende des Tutorials angelangt. Weitere Informationen finden Sie in unserem Hilfeportal unter www.hilfe.cas-merlin.de. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Strukturieren Ihrer Regeldateien. Bis zum nächsten Tutorial.